Die Dynamik der Intensivstation. Thomas kommt pünktlich zum Dienstbeginn im Krankenhaus an. Er zieht seine Arbeitskleidung an und bereitet sich mental auf den Tag vor. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand geht er die Patientenakten durch und entwickelt einen Plan für die anstehenden Aufgaben. Das Team trifft sich für die morgendliche Besprechung. Dr. Müller, der Oberarzt, informiert alle über die nächtlichen Ereignisse und die erwarteten neuen Aufnahmen. Thomas nimmt sorgfältig Notizen und tauscht Blickkontakte mit seinen Kollegen aus. Thomas beginnt seine Runden und spricht zunächst mit Herrn Schmidt, einem älteren Patienten, der sich von einer komplizierten Operation erholt. Thomas überprüft die Vitalzeichen und stellt sicher, dass der Patient sich wohlfühlt. Gerade als sich alles zu normalisieren scheint, wird ein neuer Patient eingeliefert. Es handelt sich um eine junge Frau mit schweren Atembeschwerden. Thomas schließt sich dem Team an, um die erforderlichen medizinischen Maßnahmen einzuleiten. In einem koordinierten Einsatz arbeiten Thomas und seine Kollegen Hand in Hand. Sie legen der jungen Frau einen Venenzugang, schließen sie an den Monitor an und beginnen mit der Sauerstofftherapie. Thomas fühlt den Adrenalinschub, aber er bleibt ruhig und konzentriert. Thomas nimmt sich einen Moment Zeit, um mit der Familie der jungen Frau zu sprechen. Er erklärt den aktuellen Zustand und was die nächsten Schritte sein werden. Die Familie ist sichtlich besorgt, aber dankbar für die Informationen. Der Morgen war wie immer eine Mischung aus Routine und unerwarteten Herausforderungen. Thomas fühlt sich zwar erschöpft, aber auch erfüllt. Er weiß, dass jeder Tag in der Intensivstation eine Gelegenheit ist, sein Können und seine Menschlichkeit unter Beweis zu stellen. Thomas geht erneut seine Runden, prüft die Vitalzeichen und kümmert sich um die Medikamentenvergabe. Jeder Patient benötigt individuelle Pflege und Aufmerksamkeit, und Thomas ist darauf bedacht, keine Details zu übersehen. Nachmittags findet eine Schulung für das Personal statt. Thomas nimmt teil und erfährt mehr über die neuesten Behandlungsmethoden für septischen Schock. Er schätzt diese Gelegenheiten zum Lernen und zur Weiterbildung sehr. Während einer kurzen Pause setzt sich Thomas in den Aufenthaltsraum und trifft dort auf Anna, eine Kollegin. Beide teilen Gedanken und Erfahrungen. Anna lobt Thomas für seine Ruhe und Professionalität in stressigen Momenten. Am späten Nachmittag verschlechtert sich der Zustand eines Patienten rapide. Thomas erkennt die Anzeichen sofort und handelt schnell. Er informiert den Arzt und stellt sicher, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um den Patienten zu stabilisieren. Nach dem kritischen Vorfall setzt sich das Team zusammen, um das Geschehene zu analysieren. Thomas schätzt diese Momente der Reflexion, sie sind notwendig, um aus Erfahrungen zu lernen und zukünftige Herausforderungen besser bewältigen zu können. Der Tag neigt sich dem Ende zu und Thomas bereitet die Übergabe für die Nachtschicht vor. Er dokumentiert alles sorgfältig und nimmt sich einen Moment, um tief durchzuatmen. Es war ein anstrengender Tag, aber auch einer, der viele Erfolge und lehrreiche Momente mit sich brachte. Wie jeder Tag in der Intensivstation war auch dieser voller Herausforderungen, sowohl emotional als auch professionell. Thomas fühlt sich zwar erschöpft, aber auch dankbar. Dankbar für die Gelegenheit zu lernen und zu wachsen, für die Menschen, die er pflegt, und für die Kollegen, die an seiner Seite arbeiten.